Also Riemann Overall steht ja für Kreislaufwirtschaft. Es war immer schon ein Thema für uns, natürlich Wiederverwendung zu erzeugen. Jetzt spüren wir durch die geänderten Rahmenbedingungen, dass es extrem viel Push und Pull auf das Thema gibt. Wenn wir jetzt mal die Riemann-Produkte uns anschauen, dann verwenden wir Komponenten wieder. Und jede Komponente, die wir wiederverwenden können, bedeutet, wir haben weniger Energieaufwand. Damit auch können wir einen Beitrag leisten für das Thema CO2-Reduzierung oder Kompletteliminierung. Nehmen wir mal das Beispiel Magdeburg mit einem Standardportfolio pro Jahr. Da sind wir in der Lage, ca. 3.500 Tonnen CO2 zu eliminieren. Auf der anderen Seite natürlich darauf basierend auch 16.000 Megawatt an Energieleistung. Wie funktioniert das ganz konkret? Produkt kommt zurück. Wir haben ein Kurbelgehäuse zum Beispiel. Und das Kurbelgehäuse würde normalerweise gegossen werden müssen. Das müssen wir in dem Fall nicht machen, sondern wir können es direkt wiederverwenden nach einer leichten maschinellen Bearbeitung. Und damit können wir natürlich einen signifikanten Beitrag leisten, wenn man das Ganze mal hochskaliert auf alle Komponenten, die metallisch sind, aber auch hochskaliert auf alle Workshops und Partner, die wir haben. Und damit können wir ganz klar einen Beitrag leisten in Richtung CO2-Eliminierung oder Reduzierung. Um den Riemann-Zyklus am Leben zu halten, benötigen wir die Teile aus dem Feld. Um den Anreiz für den Kunden zu schaffen, verkaufen wir unsere Teile daher mit Pfand. Also wir haben uns da ein bisschen was abgeguckt natürlich, wie man das in dem Umfeld macht, aber es funktioniert genau gleich. Also der Kunde kauft ein Produkt und zahlt einen Pfandwert. Der wird in der Bank eingelegt bei uns und dann, wenn das Produkt nach einer definierten Zeit zurückkommt, gibt es eine Qualitätsüberprüfung und dann gibt es das Pfand wieder zurück. Ja, wir haben natürlich Interesse daran, dass die Produkte zurückkommen, weil Riemann funktioniert nur dann, wenn wir diesen Kreislauf erzeugen. Und dieses Pfand soll genau diesen Anreiz schaffen, dass der Kunde sagt, ja, und auf jeden Fall gebe ich das Produkt wieder an die MTU zurück. Damit endet es aber nicht. Manchmal stellt man fest, man kann diese Karenzzeit nicht einhalten als Kunde. Auch dann bitten wir die Kunden, kommt auf uns zu, bietet uns das Produkt an und wir kaufen dann diese Produkte auch wieder zurück.